Wir haben einen Elefanten gefunden. Mitten. Ich gehe davon aus, es gehört dem Hausbesitzer. Geil. Er will mehr. Wir sind jetzt frühstücken beim New Sigiri Café. Genau, wir haben extra sri lankanisches Frühstück ausgewählt. Eating with 3 fingers? Yeah. So? You can use 5 fingers. 5 fingers? Yes. So. 5 fingers, not use that. Okay. So. Oh, good job. Good job. Jasmin, wie fandest du das Frühstück? Richtig lecker. Also für mich war dieses Mal der Curry und Coconut Sambal viel zu scharf. Aber das Brot und das, hieß das Roti? Ja, Rotti. Nein, Roti war Roti? das andere. Nein, Roti. Roti, so ein Brot Genau. gefüllt und so, das Sah war voll aus wie lecker. Nahenbrot. Bisschen. Und auch deren normales Brot ohne irgendwelche Füllung. Also es war einfach echt lecker und auch die Bedienung sehr freundlich. Ja, Können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. das sind wieder Affen. Und da sind Affen. Jetzt warten wir auf den Bus nach Dambulla erstmal. Ja, Ja. wir wollen nach Polonnaruwa und da muss man 2, 3 Busse nehmen. 2 bisher. Und wir warten jetzt auf den ersten. Sollte auch eigentlich jeden Moment kommen, weil ganz viele auf den Bus gerade warten. Ist auch gerade Schulzeit, ne? Man hört die Kinder in der Schule. Wir sind jetzt im Bus Richtung Dambulla und von da aus nehmen wir den direkten Bus zu Polonnaruwa. Polonnaruwa? Polonnaruwa. Alles klar. Ja, wir haben ungefähr 30 Minuten gewartet. Hatten wir auch schon gedacht von Anfang an, dass es ein bisschen länger dauert. Polonnaruwa? Auf geht's nach Polonnaruwa. Wir haben jetzt einen Tuk-Tuk-Fahrer gefunden, der uns jetzt alles zeigen wird. Für 2500 haben wir gesagt, jetzt statt alles jetzt irgendwie zu Fuß zu machen, zeigt er uns jetzt alles hier einmal. Weil die Zeit uns auch nicht reicht. Genau, wir haben leider nur noch 2 Stunden, bis der letzte Bus nach Dambulla fährt. Oh, hier sind ein paar Affen mit einem schwarzen Gesicht. Die sehen richtig süß aus. Und das ist ein etwas größeres. So, für den Eintritt haben wir wie viel bezahlt? $25 pro Person. Okay, also bringt Zeit mit, sonst ist euer Geld dann. Weil da steht auch, man darf hier keine Drohne fliegen. Okay. Thank you. Wir sind jetzt bei der ersten Tempelanlage angekommen. Gucken wir mal. Thanks. Not thanks. Thank you. Thank you. Drink water. Don't sit on lion's image. Okay. Audience hall. Mm. So you need to guide, madam. You want guide? We have a guide there. Thanks. Ja, hier sind Steine mit Inschriften. Ich war noch nie in Angkor Wat, aber es sieht leicht ähnlich aus. So, Jasmin, erzähl mal die Geschichte. Also, Polonnaruwa wurde Nochmal. Also, Polonnaruwa ist ein UNESCO-Welterbe
und es ist die Hauptstadt des zweitältesten Königreichs. Und damals wurde nämlich Anuradhapura, das war die erste Hauptstadt, wurde zerstört. Und der König entschied sich, Polonnaruwa quasi als nächste Hauptstadt aufzubauen, statt die andere wieder aufzubauen. Hier war auch eine Zeit lang der Zahn des Buddhas, der ist ja jetzt in Kandy. Und das Interessante ist, dass gar nicht der König, sondern sein Enkel, der dann später auch König war, der hat der Stadt so zu Ruhm verholfen, beziehungsweise die goldene Zeit nennt man das, weil er eingeführt hat, dass man hier auch während der Trockenzeit ernten konnte durch Bewässerungsanlagen. Das gab es vorher gar nicht. Und deswegen ist das so eine besondere Stadt. Jetzt ist es nicht mehr die Hauptstadt, es ist nur noch so eine antike Stadt, die wir uns jetzt angucken. Hier ist ein Bad, glaube ich, sagte er, ne? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Brunnen, aber... Gehen wir mal hier lang. Ein Becken? So wie das in Dings Ach so, ja. Vielleicht meint er das mit dem Bad hier. Genau. Sieht nämlich eher so aus, dass die Leute wegen Rituale oder sowas, ne? Genau. Ja. Sehr schön. Ja, der Baum sieht richtig schön aus. Mal ein bisschen näher rangehen. Richtig schöne Baumwurzel, ne? Das ist der Royal Palace. Don't walk on the walls. Also hier ist das verboten, lang zu laufen. Sieht aus wie Elefantenstatuen, ne? Ja. So, fehlt nur irgendwie der Rüssel oder der Rüssel ist so an der Seite runter. Nein, der Rüssel ist da vorne dann. Ja, genau. Dann wären das obwohl, nee, der hat doch nicht so viele Beine. Doch, guck mal. Also nee, der hat hier 6 Beine, hätte er dann. das hatte ich auch. Okay, fail. Alles gut, aber sah erstmal so auf den ersten Anhieb. Wollen wir Dings mal ein Foto? Ja, können wir gleich machen. Ich laufe mal einmal so lang, ne? Zeig mal unseren Zuschauern hier die schöne Anlage. Ein ehemaliger Palast. So hat man damals einen Palast definiert. Mit mehreren Räumen. Wie man hier sehen kann, hier ist ein Raum, da ist ein Raum. Das könnte ein Kinderzimmer sein, das könnte auch ein Kinderzimmer sein. Dies auch. Siehst du? Vielleicht sind das ungefähr hier 10 Quadratmeter. Da würde ich ein Bett hinstellen. Dort mein Fernseher. Da unten die Playsee. Ja, was will man mehr? Und hier noch ein Sitzkissen oder sowas. Perfekt. Hello, where are you from? Germany. German, Alemania. Ich habe schon gesagt, mein Zimmer ist da hinten rechts. Oh, dieses Zimmer sieht auch gut aus. Nein, das ist zu klein. Ist zu klein? Ja. Naja, okay. Geht das hier so durch. So durch. Siehst du? Einen schönen Garten. Mensch, hier geht man ja vom Zimmer zu Zimmer. Kannst du dir vorstellen, dass hier noch Menschen sind? Ja, das ist echt hart. Ich habe auch schon gesagt, damals war das die Definition von einem Palast. Überleg mal. Ne, heutzutage gar nicht vorstellbar. Also zu klein, so in der Art. Ja. Wie du schon sagtest, das Zimmer ist mir schon zu klein. Also die Menschen von heute haben ganz andere Anforderungen, Bedürfnisse. Nein, ich meinte so, abgesehen davon, ich meine einfach generell, dass an solchen Orten
wirklich immer mal Menschen gelebt haben. Ja. Die hatten so ihre ganz eigene Welt. Ja, diese antike Städte ist, finde ich, auch immer so überwältigend. So, das war's vom Royal Palast. Walk carefully, the road is slippery. Okay, der Weg ist glitschig, rutschig. This is a sacred place. Das ist Okay. ein heiliger Ort und da steht auch wieder keine Fotos mit Rücken zu den Statuen. Ja, please remove hats and shoes before entry. Okay, das heißt Weiß ab nicht, ob- da wahrscheinlich, weil da haben die Menschen keine Dings an, aber die Soldaten haben ihre Schuhe ausgezogen. Ich kann ja meine Hut schon mal abnehmen. Gucken wir mal hier. Vom 12. Jahrhundert. Was steht da? Einen Moment. Das ist halt ein Granitblock. Der wurde hierher gebracht aus 100 Kilometer Entfernung, wiegt 15 Tonnen. Und da ist halt etwas drauf geschrieben, eine Inschrift. Okay, genau. Und hier ist von Dama. Okay, und hier sieht man auch die Inschrift. Ganz gut. Die geht dann bis da hinten hin. Ja. Hier haben wir auch ein Gebäude. Weiß nicht, was da steht. Sat Mahal Prasada. Sieht aus wie so kleine Eingänge hier. So sieht das von drinnen aus. Dann ziehen wir mal ab hier unsere Schuhe aus. Can I go inside? Hier auch an den Steinen sieht man einige Inschriften. Hier einige Statuen, Buddha-Statuen. Gehen wir mal hier hoch. Hier sind auch mehrere Statuen. Eine Donation Box. Hier hat man einen schönen Blick auf das andere Gebäude. Ich glaube, man sollte immer jeweils die Schuhe ausziehen, wenn man reingeht. Aber egal. Ein bisschen Fußmassage schadet nicht. Hier ist auch ein Buddha-Tempel direkt in der Mitte. Lauter Inschriften. Davor waren wahrscheinlich, wie man hier sieht, so lauter kleine Statuen, die kaputt gegangen sind. Auch der Arm, glaube ich, vom Buddha sieht auch kaputt aus. Hier sieht man nicht sehr viel, nur so ein bisschen. Der ist zu, da dürfen wir nicht rein.
Da ist der große. Wird wahrscheinlich restauriert. Gerade. Sieht nice aus. Hätte gerne mal das von innen gesehen. Aber darf man auch zurzeit nicht reingehen. Oder? Doch, man kann reingehen. Cool. Dann gehen wir mal rein. Okay, hier sind einige Statuen drin. Das war's. Und da kommt schon Jasmin, unsere Fotografin. Das Schlimmste ist diese ganzen kleinen Steinchen, die unterm Fuß kleben bleiben. Und wenn man dann in so einen Raum geht mit Boden, tut das richtig weh. Angekommen beim nächsten Platz. Hier ist diese riesen Glocke, ne? So wie das aussieht. Genau, das sieht man nämlich auch bei Lonely Planet als Wahrzeichen von Polonnaruwa. Polonnaruwa. Musst du kurz stocken. Ja, sieht nice aus. Da oben ist eine Uhr. Siehst du das? War mal eine Uhr, denke ich mal. Hier müssen wir auch, genau, ab hier müssen wir Schuhe ausziehen. Schau mal, wie das aussieht. Ey. Ich denke mal, aber da kommt man eh nicht rein. Das ist nur so ein kleiner Bereich. Ich frage mich, ob man richtig reingehen kann. Ne? Ja. Da ist nur so eine Buddha-Statue. Hier. Das sind nur so kleine Räume, ne? Genau. Kleine Eingänge. Ich bin jetzt einmal rumgelaufen und leider kommt man nicht rein. Schade. Hätte es echt gern mal von innen gesehen. Aber man kommt anscheinend nicht rein. Das war's dann. Gehen wir wieder raus hier. Und jetzt geht's zum nächsten Spot. Und beim nächsten Ort. Hat er danach gesagt, 2 Plätze noch? Nein, hier hinter ist noch einer und dann kommt der letzte. Ah, okay, super. Also hier sind 2 Stück und dann kommt der letzte gleich. Dann sind wir hier bei der Riesenanlage durch. Schon recht riesig, oder? Ja, wir haben jetzt ja nur die besonderen Dinge gesehen. Also er hat schon aussortiert, weil wir einfach nicht viel Zeit haben. Genau. Ja. Wenn ihr hierher kommt, bringt bitte Zeit mit. Die meisten Leute kommen hier also am Morgen schon hierher und verbringen hier den ganzen Tag. Genau. Man kann sich hier auch Fahrräder ausleihen und mit dem Fahrrad rumfahren und sich alles in Ruhe angucken. So, auch schon mal Schuhe ausziehen. Die Anlage sieht relativ gleich aus, nur dass diese Kuppel hier, die Glocke, etwas kleiner ist. Und die Kuppel hier ist weiß. So, über die Mauer dürfen wir nicht steigen. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Gehen wir noch in diese Anlage rein. Oh, ja, da war mal eine große Buddha-Statue. Da ist eine Buddha-Statue, nur ohne Kopf. Hier ist auch eine Tier. Was sind das für Tiere da? Kommen wir zur letzten Attraktion dieser Anlage. Die liegende Buddha, ne? Ich glaube, ja. Okay, wir glauben.
Wir sind uns nicht sicher, aber schauen wir mal. Schön grün hier. Mit einem kleinen See. Galviharaya. Hier lang. Haben wir die Tickets hier? Ja. Okay. Müssen wir nämlich unsere Tickets nochmal vorzeigen. Hallo. Thank you, bye. So, let's go. Hier müssen wir auch die Schuhe wieder ausziehen. Okay, let's go. Hier ist so ein kleiner Fels, wo man drauf gehen kann. Und hier liegt die Buddha-Statue. Und das ist der kleine Rambo. Einmal von oben. Wir warten jetzt auf unser Bus Richtung Dambulla. Und diese Statue ist Jasmin. Wir hoffen mal, dass wir jetzt den Bus noch kriegen. Ansonsten ja, müssen wir mit einem Tuk-Tuk fahren. Und das ist ein bisschen teuer für die Strecke. Wir sind jetzt im Bus Richtung Sigiriya und der Bus ist full. Wir sind genau beim Fahrer hier. Das ist unser Driver. Wir sind jetzt in Sigiriya Junction und warten auf den Bus. Wenn der Bus nicht kommt, müssen wir halt einen Tuk-Tuk nehmen. Wir haben mordsmäßig Hunger und wollen jetzt was essen. Für das Tuk-Tuk hierher haben wir 800 bezahlt, haben irgendwann nicht mehr auf den Bus gewartet, weil das meistens sehr lang dauert und wir haben echt Hunger. Deswegen sind wir jetzt im Vijayasiri Family Restaurant, ich hoffe es heißt so, und probieren jetzt Rice and Curry, das kennen wir ja schon, und noch Kutu Roti. Ne? Mal sehen, wie das schmeckt, haben wir auch schon sehr oft gesehen. Also das ist mein Rice and Curry, heute mit etwas anderen Currys. Salat, Zucchini, rote Beete, Linsen, noch ein Salat, Süßkartoffelfisch, Süßkartoffelfisch und Gurke. Und es schmeckt richtig lecker. So, wir verewigen uns jetzt hier an der Wand. Da oben oder da? Such dir das aus. Da oben kommst du aber nicht an. Okay, so, schreib mal hin. Und mach ein bisschen Marketing. Sehr gut. So, best rice and curry, Jasmin and Apo around the world.